Georgien kam es im August 2008 zum Krieg. Wie sieht die Lage 2 Jahre danach aus? Die Situation zwischen den Kriegsgegnern ist weiterhin ungeregelt und die Sicherheit für die Einwohner nicht garantiert. Die Gründe für den Krieg sind nach wie vor präsent, aber ein Krieg scheint nur zu existieren, wenn man darüber spricht. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit Georgien, mit seiner Landesnatur, seiner Geschichte und der derzeitigen Waffenruhe. Zunächst einmal zur Landesnatur. Georgien liegt im Norden Vorderasiens und am Südrand des großen Kaukasus, der es von Russland trennt. Es grenzt an die Türkei, Armenien, Aserbaidschan und natürlich an Russland, durch seine Grenze zu Tschetschenien, was nicht ohne Bedeutung ist. Die Form des Landes erweckt den Eindruck einer Brücke zwischen Europa und Asien, zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Das hat zur Folge, dass die Region stets ein Durchzugsgebiet verschiedener Völker und Kulturen war. So leben dort natürlich Georgier, aber auch Armenier, Russen, Griechen, Aserbaidschaner, Tschetschenen sowie weniger bekannte Volksgruppen wie die Abchasen und die Osseten. In der Geschichte des Landes kam es immer wieder zu Invasionen. Dazu ein kurzer Abriss. Georgien war ab dem 4. Jahrhundert christlich, geriet unter den Einfluss des Byzantinischen Reiches und der persischen Sassaniden und wurde im 7. Jahrhundert von den Arabern erobert. Das georgische Königreich wurde unter den Bagratiden vereint und Ende des 14. Jahrhunderts durch die mongolischen Armeen unter Timur verwüstet. Im 16. Jahrhundert war es anschließend Schauplatz der Rivalität zwischen den persischen Safawiden und den türkischen Osmanen. Ende des 18. Jahrhunderts kam eine neue imperialistische Macht hinzu, diesmal im Norden, Russland. Als christliches Königreich suchte Georgien den Schutz Russlands gegen die Perser. Moskau, das sich als drittes Rom sah, machte Georgien zu einem Protektorat und annektierte es schließlich 1801. So wurde Georgien allmählich unterworfen und russifiziert. 1918 nutzte Georgien den Zerfall des Osmanischen Reiches und die Wirren nach der russischen Oktoberrevolution und wurde unter einer menschewistischen Regierung unabhängig. Aber 1921 machten die bolschewistischen Armeen der georgischen Sozialdemokratie ein Ende und riefen im Februar 1921 die Sozialistische Sowjetrepublik Georgien aus. Die georgische Führungsschicht wurde durch die stalinschen Säuberungen vernichtet. Stalin war übrigens selbst Georgier. Er nutzte, wie es immer wieder in Russland geschehen war, die ethnische Vielfalt Georgiens, um zahlreiche Verwaltungseinheiten zu schaffen. Das kam in der politischen Einteilung des Landes zum Ausdruck und hatte Folgen, die noch heute zu spüren sind. Unter Stalin wurde aus dem Gebiet der Abchasen, einer der ältesten Volksgruppen Kaukasiens, die autonome Republik Abchasien. Und die Osseten, die beiderseits des großen Kaukasus leben, wurden auf 2 Gebiete aufgeteilt. Das russische Nordossetien und Südossetien, das zu Georgien gehört. Als Georgien nach dem Zerfall der UdSSR 1991 erneut unabhängig wurde, war seine staatliche Hoheit in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt. Denn Russland hat diese Unabhängigkeit nie so richtig anerkannt. Aber auch die unter Stalin erfolgte Aufteilung des Landes konnte nie ganz beseitigt werden, denn 2 autonome Republiken erklärten nun ihrerseits ihre Unabhängigkeit. Das ist etwas kompliziert. Die Südosseten forderten ihren Anschluss an Nordossetien, also an Russland. Das führte zu militärischen Auseinandersetzungen und Vertreibungen, die 1992 durch den Einzug russischer Truppen in Südossetien beendet wurden. Seitdem hat die Regierung in Tiflis keine Kontrolle mehr über das Gebiet. Auch die Abchasen erklärten 1992 ihre Unabhängigkeit, griffen die georgischen Streitkräfte an und gingen mit Hilfe russischer Truppen 1993 siegreich aus dem Konflikt hervor. Seitdem ist Abchasien quasi unabhängig, mit einem Präsidenten und eigenen Streitkräften.
Im Nordosten Georgiens liegt das Pankisi-Tal, das ebenfalls nicht von der georgischen Regierung kontrolliert wird. Die Schlucht grenzt an Tschetschenien, ist für diversen Schmuggel bekannt und beherbergt zahlreiche tschetschenische Flüchtlinge. Russland beschuldigt Georgien, als Rückzugsgebiet für tschetschenische Kämpfer zu dienen. All diese Faktoren, bewaffneter Separatismus, Gebiete ohne staatliche Kontrolle, Schmuggel mit Drogen, Waffen und Uran sowie die Nähe zu Tschetschenien, haben zur Folge, dass Georgien weiterhin instabil ist und nicht sein ganzes Staatsgebiet kontrolliert. Außerdem konnte Russland so in einer strategisch wichtigen Region präsent bleiben und Truppen in Abchasien und Ossetien stationieren. Diese Situation führte zum Fünftagekrieg im August 2008. Der georgische Präsident Michail Saakaschwili, der im Januar 2008 wiedergewählt worden war, wollte die Hoheit über das gesamte georgische Staatsgebiet mit Waffengewalt wiedererlangen. Am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele von Peking, dem 8. August, ordnete er eine militärische Offensive gegen Südossetien an. Aber außer internationaler Aufmerksamkeit erzielte die kleine georgische Armee keinerlei Erfolge. Sie wurde schnell von der russischen Armee besiegt, die durch Südossetien und Abchasien in georgisches Gebiet vordrang. Der Schwarzmeerhafen Poti wurde bombardiert und die russischen Truppen besetzten die Stadt Gori, nur 50 Kilometer von der Hauptstadt Tiflis entfernt. Nach einer Vermittlung durch die EU zog Moskau seine Truppen von georgischem Staatsgebiet ab und stationierte sie an der Grenze. Nur war für Moskau die Grenze nunmehr die der abtrünnigen Republiken, deren Unabhängigkeit es sofort anerkannte, und nicht die international anerkannte Grenze Georgiens. Daraufhin wurden zwischen Abchasien und Georgien eine Beobachtermission der Vereinten Nationen, UNOMIK, eine Mission der OSZE und eine Mission der EU stationiert. Aber das Mandat der UNOMIK lief am 15. Juli 2009 nach einem russischen Veto im Weltsicherheitsrat aus und wurde nicht verlängert. Zurückgeblieben ist nur noch die Überwachungsmission der Europäischen Union zwischen Südossetien und Georgien in der Nähe von Tiflis. Die 250 Beobachter der EU überwachen weiterhin die Demarkationslinie zwischen russischen und georgischen Truppen. Sie sind unbewaffnet, anfällig für einen Anstieg der Spannungen und haben keinerlei Mandat, gegebenenfalls zurückzuschießen. Das ist die Lage knapp 2 Jahre nach dem Ende des Krieges. Russland hat weiterhin Truppen in Abchasien und Ossetien stationiert, was dem Waffenstillstandsabkommen widerspricht. Für diese russische Präsenz gibt es mehrere Gründe, die aus einer größeren Entfernung deutlicher werden. Zunächst einmal grenzt Georgien direkt an die Türkei, ein wichtiges NATO-Mitglied. Und Georgien hat 2006 seine Aufnahme in die NATO beantragt. Für Moskau gehört das zu einer Einkreisungsstrategie der NATO. Zweitens ist Georgien aufgrund der geografischen Lage des Landes an der Küste des Schwarzen Meeres zwischen Aserbaidschan und der Türkei ein Transitland für das Erdöl und das Erdgas vom Kaspischen Meer nach Europa. Und auch Aserbaidschan möchte seit der Unabhängigkeit von 1991 beim Erdölexport nicht mehr von Russland abhängig sein. Deshalb wurde 1999 die Ölpipeline Baku-Tiflis-Supsa in Betrieb genommen. Seit 2006 befördert eine Pipeline von Baku über Tiflis nach Seyhan, die sogenannte BTC-Pipeline, eine größere Menge aserbaidschanisches Erdöl direkt zum Mittelmeer. Und 2007 wurde eine Gaspipeline zwischen Baku und Erzurum durch Georgien in Betrieb genommen, um turkmenisches Erdgas zu exportieren. Alle diese Pipelines umgehen das russische Staatsgebiet. Das führt zu Rivalität zwischen Russland, das die Kontrolle über alle außerhalb seines Staatsgebietes verlaufenden Infrastrukturen behalten will, und der EU, die ihre Erdgasversorgung diversifizieren möchte, um die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten aus Russland zu verringern.
Russland hat sich also nicht an die Waffenstillstandsvereinbarung unter der Schirmherrschaft der EU gehalten, vollendete Tatsachen geschaffen und seine Partner über den Tisch gezogen, vor allem den Franzosen Sarkozy, der auf ein Abkommen drängte. Durch den Krieg von 2008 wurde die doppelte Anfälligkeit Georgiens deutlich. Die Ölpipelines waren vorsichtshalber geschlossen worden. Und die russischen Truppen in Abchasien und Ossetien machen eine Wiedereingliederung dieser Gebiete sehr unwahrscheinlich. Für Tiflis rückt der NATO-Beitritt also in weite Ferne. Russland konnte beweisen, dass es mit seiner Armee gegen einen souveränen Staat vorgehen und einseitig Grenzen verändern konnte, ohne dass die NATO-Länder dagegen besondere Maßnahmen ergreifen. Und es erzielte einen schnellen militärischen Erfolg gegen ein kleines, aber von den USA bewaffnetes und ausgebildetes Land.